Ahoi Leute, die Sonne treibt uns aufs Wasser, es sind fast 40 Grad im Schatten. Zu viel Sonne kann so einen See aber auch mal schnell umkippen lassen. Wie wird es da wohl erst unseren Aquarien im heimischen Wohnzimmer gehen? Ich zeige euch also alles Wissenswerte zum Wasserwechsel, bleibt dran! Also, Wasserwechsel. Beim Wasserwechsel geht es in allererster Linie darum, die Schadstoffe aus dem Aquarium zu bekommen. Aber zunächst einmal, wie kommen diese Schadstoffe überhaupt in unser Aquarium? Die Schadstoffe kommen von fast allem, was wir ins Aquarium tun. Jegliches organisches Material, Futter, Blätter, also eigentlich alles, was ihr ins Aquarium tut. Futter, was nicht gefressen wird, zersetzt sich, spaltet sich auf und endet als Schadstoff im Wasser. Gefressenes Futter wird in Kot umgewandelt, von Schnecken wiederverwertet, Bakterien und Einzeller verwerten dann den Rest. Auch hier entstehen Stoffe, die mineralisiert im Wasser enden, und Pflanzen können nicht alle diese Stoffe aufnehmen. Diese Abfallstoffe, wie zum Beispiel Zink, Rubidium und andere Stoffe, können nur im Labor nachgewiesen werden und nicht mit unseren herkömmlichen Tröpfchentests. Hört, hört! Größere Aquarien laufen stabiler, weil es länger dauert, bis sie sich mit Schadstoffen anreichern. Unter Umständen Jahre. Je kleiner das Aquarium, desto mehr Wasserwechsel sind zu empfehlen. Der Ratgeber hier richtet sich nicht an Vollprofis und ist für Aquarien bis 100 Liter vorgesehen. Mit den dicken Hamburger Mattenfiltern und den daran enthaltenen anaeroben Bakterien können Wasserwechsel hinausgezögert werden. Anhand eines Beispiels zeige ich euch mal, wie das mit den Wasserwechseln und den Schadstoffen wirklich gesehen aussieht. Ich habe dafür ein Aquarium mit 20 Litern Wasser gefüllt und gebe jetzt 0,5 Liter schwarzes Zuckerwasser für unsere Schadstoffe dazu. Also so dreckig sieht jetzt unser Aquarium nach einer Woche Fütterung aus. Und wir machen jetzt, so wie es die meisten zu Hause tun, einen 30%igen Wasserwechsel. De facto sind jetzt noch 0,35 Liter Zuckerwasser unsere Abfallstoffe im Aquarium. Nach einer Woche kommen also wieder 0,5 Liter Schadstoffe dazu und wir machen wieder einen 30%igen Teilwasserwechsel. Das Ganze wiederholt sich von Woche zu Woche, und obwohl wir ständig Teilwasserwechsel machen, reichern sich die Schadstoffe asymptotisch im Aquarium weiter an. Durch Teilwasserwechsel werden unsere Schadstoffe im Aquarium nur verdünnt. Und obwohl ich 3 Wochen lang einen Teilwasserwechsel gemacht habe, sind fast 1,3 Liter Schadstoffe im Aquarium. Ihr seht also, worauf ich hinaus will, und ich zeige euch jetzt mal, wie es richtig geht. Also wieder 20 Liter Wasser ins Aquarium, 0,5 Liter Zuckerwasser, unsere Schadstoffe dazu. So sieht es also nach einer Woche aus, und ich mache jetzt einen 50%igen Wasserwechsel. Und eine Woche später erneut 50% Teilwasserwechsel. Nach 3 Wochen sind so immerhin fast 0,9 Liter Abfall entstanden, und ich mache jetzt einen 90%igen Wasserwechsel, setze den Status also auf Frischwasser, fertig. Also festgehalten, ein fraglicher Wasserwechsel wäre jede Woche ein Teilwasserwechsel von 30%. Besser ist es, in der ersten Woche 50% Teilwasserwechsel, in der zweiten Woche auch nochmal 50% und dann in der dritten Woche einen 90%igen Wasserwechsel durchzuführen. So können wir sicher sein, dass die meisten Schadstoffe aus dem Aquarium draußen sind. So viel von mir. Wenn es Fragen gibt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare. Ich werde umgehend antworten. Wobei, es ist so heiß heute, Leute. Ich gehe angeln. Bis dann.